Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute mal zwei Datachip-Aktien herausgesucht, die meines Erachtens ziemlich interessant aussehen und werden die Frage beantworten, ob die Aktien ein aktueller Kauf sind und wie viel Kurschance ich hier in der nächsten Zeit für die Aktien sehe. All das in diesem Video. Die Datencenter boomen und ohne Datenspeicherchips funktioniert kein Datencenter, das ist wahrscheinlich jedem klar und dementsprechend wird hier ein sehr, sehr spannendes Wachstum für die nächsten Jahre vorhergesagt in dem Bereich. Und die zwei Aktien, die habe ich mir jetzt herausgesucht. In dem Datenspeicherchip-Markt gibt es natürlich neben SK Hynix und Micron auch noch Samsung, aber Samsung ist meines Erachtens eher ein Mischkonzern, beziehungsweise ich möchte hier, wenn wir in diesem Bereich investieren, zwei Pure Plays, also zwei Firmen, die sich überwiegend ihren Umsatz mit diesen Datenchips generieren, heraussuchen. Und dementsprechend habe ich SK Hynix mitgebracht und Micron und wir werden uns die beiden Aktien mal hier jetzt im Chart und auch von den Fundamentalkennzahlen her anschauen. Doch bevor ich anfange, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir auch gleich schon mal rein in die erste Aktie und die erste Aktie ist SK Hynix. Ihr seht schon hier, die Aktie, kann man schon vorweg sagen, ist ziemlich volatil. Also hier ist sicherlich einiges an Kurspotenzial auch in der Vergangenheit gewesen, aber wie ihr schon sehen könnt, gibt es auch mal größere Einbrüche und wie es bei dem Geschäft so üblich ist, gibt es auch hier hin und wieder mal größere Lagerbestände, die dann auf die Aktienkurse drücken. Aber aktuell ist SK Hynix in einer sehr, sehr beachtlichen Rallye. Wir haben hier im Grunde seit im Prinzip Mai 2023 diesen Aufwärtstrend gestartet, eine kurze Konsolidierungsphase Ende letzten Jahres und jetzt geht es schnurstracks bergauf und tatsächlich sieht es so aus, als würde die Aktie auch kurzfristig jetzt wieder in einen neuen Schub nach oben ansetzen und diesen Aufwärtstrend fortsetzen. Wir schauen auch gleich mal auf die Bewertung und warum ich bei den einzelnen Aktien oder bei diesen beiden Aktien tatsächlich glaube, dass wir hier in den nächsten 12 Monaten tatsächlich ein Kurspotenzial von bis zu 100% haben. Und da schauen wir uns natürlich primär die Fundamentalkennzahlen an, weil die sind ausschlaggebend dafür, inwieweit wir jetzt hier ja das Potenzial bei der Aktie haben. Und natürlich charttechnisch passt es. Wir sind jetzt hier im 20-Wochen-Gleitenden Durchschnitt gerade dabei, weiter nach oben zu steigen. Von der Bewertung her und auch von den Fundamentalkennzahlen her sehen wir ein beachtliches Wachstum von 100%. Die Quartalszahlen waren auch ziemlich gut. Das seht ihr auch hier. Die waren auch deutlich besser also wir haben doch besser geschätzt, besser gemeldet als geschätzt. Und von dem her sieht es fundamental von der Geschäftslage her sehr, sehr gut aus, sowohl für SK Hynix, aber auch für Micron insgesamt und auch perspektivisch betrachtet für die nächsten 12 Monate. Und wenn wir uns mal die Bewertung ansehen und gerade auch hier das KUV mal zur Hand nehmen, das Kursumsatzverhältnis, dann sehen wir aktuell notiert die SK Hynix bei einem KUV von 2,5. In der Spitze hatten wir auch mal einen KUV von 4. Wenn wir sagen, dass der Markt aktuell sehr, sehr gut oder weiterhin so gut boomt, dann könnte theoretisch zumindest bei SK Hynix hier ein Kurspotenzial von mindestens 60% drin sein, wenn wir jetzt hier diesen Bullenmarkt fortsetzen, gerade vielleicht auch gut möglich, dass wir das bis zum Ende des Jahres noch hinkriegen könnten, wenn es sehr, sehr bullisch ist. Wir haben natürlich auch, oder generell die Aktien sind auch ein bisschen ja, oder können natürlich auch gedrückt werden durch den Gesamtmarkt. Also da haben wir natürlich auch ein bisschen Risiken. Gerade so dieses Stagflationsszenario, also dass wir jetzt steigende Inflation haben durch die Zölle, die Notenbank senkt die Zinsen, weil die Wirtschaft abkühlt, das ist eine schlechte Kombination tendenziell für Aktien, aber ich sag mal so, solange das Wachstum und die positiven Nachrichten aus dem Bereich hier da sind, aus dem Datencenter-Bereich, und wir entsprechend auch vielleicht nicht so schlechte Wirtschaftsdaten kriegen, dann sieht es hier ziemlich gut aus, dass SK Hynix auch entsprechendes Potenzial nach oben hat. So, vom KGV her können wir uns auch ein bisschen anschauen. Ja, da sehen wir auch hier SK Hynix aktuell bei einem KGV von 6,7 gerundet. Grundsätzlich als asiatische Aktie hat man hier eine geringere Bewertung als es zum Beispiel jetzt Micron. Das werden wir auch gleich noch sehen, wenn wir die Aktien besprechen. Aber auch hier würde ich sagen, ist die Aktie eigentlich relativ günstig bewertet vom KGV her. Teuer wäre die Aktie tatsächlich, wenn wir jetzt hier ein KGV so, ich sage mal, im zweistelligen Bereich so von um die 13 haben. Ihr seht es hier, wenn wir mal so 2016 heranziehen und auch mal hier, ich sage mal, das sind so Ausreißer, wo man auch sagen muss, okay, da waren die Gewinne vielleicht nicht ganz so hoch. Also es muss nur so ein bisschen
ein bisschen ausblenden, sage ich mal, diese Ausreißer, aber so im Durchschnitt kann man schon sagen, dass SK Hynix teuer wäre, so im Bereich vom KGV von 13 und dementsprechend hätten wir hier auch ein ordentliches Potenzial, was das angeht, auf KGV-Basis tatsächlich fast schon 100%, wenn wir diese Spitze erreichen und diese Spitze erreichen wir natürlich in Kombination von einem gesunden Gesamtmarkt, also dass wir hier keine Belastungsfaktoren haben und dass weiterhin die Quartalszahlen und die Ausblicke bei den Unternehmen entsprechend gut sind. Von den anderen Fundamentalkennzahlen her sehen wir eigentlich auch positive Trends. Wir sehen eine ansteigende Bruttomarge leicht, die ist aktuell leicht über 50% liegt. Die Nettogewinnmarge hat einen leichten Knick gemacht, aber das ist jetzt nicht so kritisch. Ich denke mal, dass man auch weiterhin mit den Skalierungseffekten durch die hohe Nachfrage auch entsprechend die Nettogewinnmarge weiter steigern sollte. Und wenn wir uns die freien Cashflows anschauen, dann sind die doch sehr, sehr beachtlich und die kontinuierlich ziemlich hoch sind im Vergleich zur Historie, zu den letzten Jahren und auch die Return on Investment Capital Kennzahl, wo man ja sagt, okay, alles über 10% ist ein gutes Unternehmen, um es mal so salopp zu sagen, haben wir jetzt einen Wert von 31%. Also das ist schon sehr, sehr gut, alles insgesamt. Und wie gesagt, die Bewertung passt hier meines Erachtens auch und SK Hynix hat dementsprechend so ein Kurspotenzial in den nächsten 12 Monaten von so 60-100%, wenn es gut läuft und dementsprechend ist die Aktie meiner Ansicht nach ein klarer Kauf. Ich habe sie auch im Depot, ich habe eine Micron ebenfalls im Depot. Ich setze da stark auf den Bereich und ja, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber so mal als Anreiz für euch, ob die Aktien vielleicht auch für euch interessant sind. Und hier an eigener Sache, lasst gerne einen Kommentar da, wenn euch quasi auch andere Aktien in dem Bereich interessieren, dann können wir die auch gerne mal analysieren und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Das würde natürlich mir und dem Kanal helfen beim Wachstum und an der Stelle vielen Dank schon mal. So, und dann gehen wir mal zu Micron. Und Micron sieht auch ziemlich interessant aus, charttechnisch betrachtet. Hier auch natürlich Volatilität, wie ihr es schon sehen könnt, sogar noch volatiler als SK Hynix, aber grundsätzlich ist jetzt Micron ziemlich gut in der letzten Woche gestiegen. Wir haben jetzt diese Marke, diese Widerstandszone bei $130 aus dem Weg geräumt und rein charttechnisch sind wir jetzt eigentlich ganz gut dabei, hier dieses Allzeithoch, ja, ich glaube, es ist das Allzeithoch, bei so um die $160 zu erreichen. Also auch hier sieht es charttechnisch ziemlich gut aus. Wir haben jetzt bei Micron Quartalszahlen, die jetzt bald herauskommen. Dementsprechend sollte man das natürlich auch so ein bisschen im Blick haben, weil das auch in der aktuellen Phase auch die Aktien sehr stark bewegen kann. Wir sehen da teilweise zweistellige Bewegungen aufgrund der Quartalszahlen. Also das hier mal so als kleine Notiz am Rande, dass man das einfach auf dem Schirm hat. Aber langfristig, glaube ich, auch hier bei Micron haben wir ein sehr, sehr gutes Potenzial und wir sehen auch hier einen ordentlichen Anstieg beim Umsatzwachstum, hier aktuell so um die 62%. Das ist schon sehr, sehr viel und auch in den nächsten Jahren soll das Umsatzwachstum stabil bleiben. Also grundsätzlich der Gesamtmarkt oder der Markt ist intakt. Und was die Bewertung angeht, sind wir hier eigentlich auch ähnlich bewertet wie SK Hynix in Relation gesehen. Wir sind jetzt hier bei Micron natürlich, haben wir insgesamt eine höhere Bewertung. Das ist einfach bei amerikanischen Aktien so üblich. Ja, alles, was nicht in Amerika ist, kriegt so einen kleinen Abschlag. Wir haben jetzt hier einen KV von 4,3, 4,4. In der Spitze wäre eine Micron teuer, in Anführungszeichen, sage ich mal, wenn wir hier beim KUV von 8 wären. Also auch hier haben wir ein ordentliches Potenzial, wenn wir das mal kurz ausmessen bei der Bewertung, ja, wie viel da noch durchaus drin ist, wenn wir das entsprechend so bei einem positiven Markenumfeld bekommen könnten, dann wäre das auf KUV-Basis 81%. Man muss natürlich hier auch bedenken, dass wenn der Umsatz weiterhin so gut steigt, dass das KUV natürlich tendenziell dann auch geringer wird. Also da hat es die Aktie tatsächlich auch noch vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial. Wir gucken uns auch gleich noch das KGV an, wie die Bewertungssituation hier ist. Weil das ist natürlich auch ausschlaggebend dafür, wie weit die Aktie so ungefähr steigen kann, beziehungsweise ab wann die Luft dünner wird. Ja, wir sehen es ja zum Beispiel am Palantir, die Aktie kann auch wirklich abstrus teuer werden, aber auch hier haben wir noch Luft nach oben, wenn wir mal diese Ausreißer, diese Spitzen herausfiltern, dann können wir so sagen, okay, eine Micron ist relativ teuer bei einem KUV von 35. Aktuell haben wir ein KUV von 23. Das heißt aber auch hier haben wir ein ordentliches Potenzial, sage ich mal, auf KGV-Basis, also Kurs-Gewinn-Verhältnisbasis von gut 42%. Also auch hier sehr, sehr interessant. Auch hier im Grunde ähnliches Bild wie bei SK Hynix. Einziger Unterschied ist hier, dass wir zum einen ein bisschen stabilere Nettogewinnmargen haben, die auch ziemlich ordentlich sind. Die Bruttomarge an sich ist ein bisschen geringer, aber das ist jetzt kein großer Beinbruch. Und vor allem die freien Cashflows sind es nicht ganz so in den letzten Quartalen so gut gewesen wie bei SK Hynix, aber das letzte Quartal war es auch schon herausstechend, sage ich mal. Und ich denke, dass man das aufgrund der hohen Nachfrage
dann auch entsprechend weiterhin halten kann. Und Return on Investment Capital ist auch ein bisschen schlechter. Ja, Micron ist natürlich auch ein bisschen kleiner als SK Hynix, was die Marktanteile angeht. Das sollte man natürlich auch an der Stelle wissen, aber Micron hat hier ganz gute Partnerschaften und ist dementsprechend eigentlich auch ganz guter Dinge, dass man hier Marktanteile gewinnen kann, so zumindest das Management. Und dementsprechend ist Micron meines Erachtens genauso ein guter Kaufkandidat, wer in den Bereich Datenchips investieren möchte. Ja, ich finde es ein sehr, sehr spannender Sektor, weil wir jetzt nicht gerade so krasse Überbewertung haben teilweise oder generell hohe Bewertungen wie jetzt zum Beispiel bei einer Broadcom oder bei einer Nvidia oder auch bei einer AMD. Also hier hat man Aktien, die noch, ich sag mal, vielleicht auch so ein bisschen unter dem Radar laufen und dementsprechend auch interessant sein könnten. So, gucken wir uns mal kurz die Prognosen an, was die Analysten sagen zum Beispiel auch, ist ja auch mal ganz hilfreich. Ja, die sehen Micron zumindest im Durchschnitt auf die Einjahresprognose bei 17%. Ich bin da tatsächlich etwas bullischer, aber ich möchte auch hier an der Stelle hinzufügen, dass die Aktie sehr, sehr, sehr volatil ist. Also du kannst natürlich innerhalb von ein paar Monaten wieder einen herben Rückschlag geben, ja, wenn dann doch die Lagerbestände vielleicht zu hoch sind etc., dann kommen dann Bedenken bei den Analysten und dann kannst du die Aktie auch wieder nach unten treiben. Aber grundsätzlich, wenn wir mal so diese Kurspotenziale anzeichnen, ja, dann hätten wir hier alles so zwischen also quasi so zwischen knapp $200, glaube ich, ist realistisch auf die Einjahresbasis. Also das traue ich der Aktie schon durchaus zu. Und wie gesagt, von der KUV-Bewertungsbasis haben wir ja sogar noch mehr Luft nach oben. Also der Wert dann tatsächlich fast schon so 250 bis zu $300, wenn es sehr, sehr gut läuft. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir hier bei Micron keine schlechte Aktie haben und man hier entsprechend auch einen sehr, sehr spannenden Bereich hat, um vom großen Trend KI und Datencenter zu profitieren, wo wir meines Erachtens gerade erst am Anfang sind und wir quasi noch das Beste vor uns haben, was hier die Aktienperformance angeht. So, das war das Video zu den beiden Datachip-Aktien. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den beiden Aktien haltet. Habt ihr sie auch im Depot? Wollt ihr sie kaufen? Oder habt ihr sie vielleicht gar nicht in Betracht und haltet gar nichts davon? Lasst gerne in den Kommentaren diskutieren. Ich bin immer interessiert an eurer Meinung und antwortet dann natürlich auch gerne. Und ja, wie gesagt, dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.